Heute starten wir was Großes, und zwar was UCS-Size Großes. Von der Teileanzahl sogar größer als der Millennium Falcon, mit dem hier mal alles angefangen hat. Lasst euch überraschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute wieder aus dem Klemmbaustein TV Studio. Diesmal mit einem richtigen Monster-Set, beziehungsweise mit dem ersten Teil einer Videoserie zu diesem Monster-Set. Vor 5 Jahren bin ich ja angefangen mit Kobi zu bauen. Damals habe ich das noch ganz unwissend und ein bisschen geringschätzig als Polen-Lego bezeichnet. Wie sehr ich mich damals bei dem Set 2487, dem Tiger in der Ausführung E, getäuscht habe, wusste ich damals noch nicht. 500 Teile hat er damals gehabt und ich war schwer begeistert von dem Set. Mittlerweile gibt es hier zum Beispiel den Tiger 131 in Zusammenarbeit mit dem dem Tank Museum in Bovington in Großbritannien mit 850 Teilen. Das heißt, die sind erheblich detailverliebter geworden im ganzen Bau. Der ist hier jetzt in einem Größenverhältnis 1:28. Aber größer ist ja bekanntermaßen immer besser. Wir wissen das ja von einem sehr beliebten Charakter in einer Sitcom. Und demzufolge hat sich Kobi gedacht, das geht auch größer, und zwar im Größenverhältnis 1:12. Und so haben sie dieses Set hier rausgebracht. Ich habe euch das die Tage schon mal beim Unboxing gezeigt. Das Ding ist schwer. Das Paket, so wie es hier steht, ist knapp 12 Kilo. 8000 Teile. 4 Bauabschnitte in einzelnen Kartons. Wenn ihr das nochmal genau sehen wollt, schaut euch das Unboxing-Video an. So sieht er hinterher aus, wenn er fertig gebaut ist. Da steht er, könnt ihr das sehen? Ja, eben einmal auf dem Kontrollbildschirm gucken. Da steht er auf dem Original 131 in Bovington. Und wir werden heute damit beginnen, hier den ersten Bauabschnitt zu bauen. Dafür machen wir ein bisschen Platz und holen hier den ersten Karton hier raus. Einen von 4. Und den werden wir dann heute bauen. Das sind 1965 Teile, die wir in diesem Karton jetzt vor uns haben. Und erstmal wieder ein bisschen Platz schaffen hier. Upasa. So. Und hier in dem Karton werden wir hier den Großteil der Wanne bauen. Hier mit dem Sitz vom, ich vermute mal, Fahrer. Aber das werden wir erst hinterher feststellen, wenn alles drin ist. So. Hier haben wir die Tüten plus die Bauanleitung für den ersten Bauabschnitt. Die ist hier in so einer schönen Dokumentenhülle drin. Da haben wir sie. Hinten drauf haben wir die großen Lokomotiven, die auch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg Anfang des Jahres angekündigt wurden und mittlerweile im Handel sind. Und jetzt kommt ja hier unser großer Moppel auch in den nächsten Tagen in Handel. Genauen Termin kann ich euch nicht sagen, der wird so nach und nach in den verschiedenen Shops aufschlagen, weil die den nicht so als komplette Welle auf den Markt schmeißen können, sondern nach und nach reinbringen können, weil diese Größe von dem Set, die fordert Kobi wirklich zur Gänze. Das ist einfach mal ein Projekt, was sie, glaube ich, so auch noch nicht gehabt haben und jetzt hier geschafft haben, das aufzulegen. Ich bin gespannt, wie es ihnen gelungen ist, wie der Bauspeis ist und wie das Ding hinterher aussieht, wenn es fertig ist. Das Ding wird 70 cm lang und ich bin mal gespannt, was er hinterher wiegt, ohne Verpackung und ohne alles. Weil in den fast 12 Kilo haben wir jetzt die Pappverpackung mit drin, die Bauanleitung mit drin. Das sind alleine 4 hier solche, das ist schon wahrscheinlich ein gutes Kilo. Ich bin hinterher gespannt, was er dann fertig wiegt und wie groß er ist. Man kann sich das momentan noch gar nicht vorstellen. Die sind ja schon nicht klein hier in 1:28 und 1:12, das ist echt richtig groß. Aber ich würde mal sagen, ich verteile jetzt hier die Tüten erstmal schon mal hier auf meinem Platz. Tüte 1 kommt auf mein Tellerchen und dann fangen wir hier mit dem Bau an. Da haben wir unsere Tüten 2 bis 5 und das war das, was wir in der Tüte 1 gefunden haben. Insgesamt sind es nochmal 12 kleine Tüten, wobei hier manche wirklich mit minimalen Mengen auskommen. Aber ich sehe hier schon, wir haben hier Baurichtungsumkehr in verschiedenen Formen und Arten mit dabei. Das heißt, ich werde hier auf alle Fälle meinen Spaß haben beim Bau. So viel ist mal amtlich. Und das, was hinterher hier noch so kommt, da sind durchaus interessante Teile dabei. Zum Beispiel hier, da sieht man mal, wie groß das Ganze ist.
Das ist hier eine von den Laufketten. Und zwar hier nennt sich das Umlenkkette, Umlenkrolle. Ich weiß es gar nicht genau. Das Teil ist halt dieses hier. Und da seht ihr mal, wie groß das Ding hinterher wird. Das ist schon ein gewaltiges Teil, was wir hier hinterher bauen. Und dadurch haben die natürlich auch eine Menge Sonderteile hierbei, die sie extra für dieses Set anfertigen mussten. Das erklärt auch dann den Endeffekt doch relativ hohen Preis bei 8000 Teilen, 600 Euro. Wobei man natürlich sagen muss, ja, irgendwo ist das sogar noch fast in Ordnung vom Teilepreis her. Günstig ist nicht. Allerdings muss ich auch sagen, die Kalkulation ist hier knapp. Also die Händler, bei denen ihr das kauft, die werden da nicht so dolle viel dran verdienen an dem Set, wenn sie denn überhaupt eins kriegen. So, dann schauen wir uns mal die Bauanleitung an. Die ist klammergebunden und der erste Bauabschnitt beträgt 386 Bauabschnitte auf 5 Tüten verteilt. Knapp 2000 Teile. Das heißt, jede Tüte hat so gute 400 Teile, die man verbauen darf. Muss, kann man ja eigentlich gar nicht sagen, weil wenn man das Ding hier sich gönnt, dann ist das ein Dürfen und nicht Müssen. Hier ist nochmal übrigens das Design von dieser Packung, wo die Bauanleitung drin zu finden ist. Ich bitte euch, das Chaos hier im Hintergrund zu entschuldigen. Momentan muss hier der Bauplatz auch teilweise als zweiter Arbeitsplatz herhalten. Da schließe ich dann mein MacBook hier an und arbeite dann hier über dem Bildschirm noch. Von daher, ich bitte das zu verzeihen. Ist momentan ein bisschen chaotisch alles. So, jetzt geht es aber hier los. Ich verteile jetzt meine Tütchen auf die Tellerchen und dann geht's los mit dem Bauen. Ich freue mich drauf. Endlich mal wieder den Kopf ein bisschen frei kriegen. Herrlich. Da liegen hier unsere Steine aus der Bauabschnittstüte 1 auf den Tellerchen. Jede Menge Steine in wirklich spannenden Farben. Also es ist bunt, aber nicht unnötig bunt, sondern zweckgebunden bunt. Und wirklich coole Farben. Also das sind Farben, ich bin mir gar nicht sicher, ob die standardmäßig vorher auch schon bei Kobi immer so dabei waren. Weil diese Farbton zum Beispiel, den weiß ich gar nicht, ob ich den schon mal... Ich habe eigentlich schon länger nichts mehr von denen gebaut. Von daher kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Aber es ist ein sehr cooler Farbton. Auch dieser beige-braunton hier ist super. Das Braun kennen wir. Und das hier ist das klassische Anthrazitgrau von denen. Da hat Kobi mich gleich überrascht hier bei den ersten Bauschritten. Und zwar hatte ich eigentlich gedacht, wir bauen erstmal so eine Platte, wo das Ganze hinterher drauf gebaut wird. Nee, wir fangen hier mit sowas hier an. Das scheint halt so, dass wir die Bodenplatte wirklich bauen und nicht mit Plates oder sowas das Ganze gemacht wird. Kennen wir ja durchaus von kleineren Sachen von denen. Hätte ich bei so einem dicken Ding jetzt aber nicht erwartet. Wobei es natürlich wahnsinnige Stabilität gibt, dadurch, dass das hier immer schön im Versatz zwischen Bricks und Plates gebaut wird. Hier 90 Grad Baurichtungsumkehr. Das passt natürlich hinterher sehr gut und gibt sehr viel Stabilität in das Ganze rein. Und eine gewisse Größe baut man sich da auch gleich mit auf. Die Qualität der Steine ist halt Kobi-typisch, gar keine Frage. Was ich aber immer ein bisschen komisch finde, das ist mir schon mal bei anderen Sets aufgefallen, die scheinen einen Fehler hier in ihrem Cornerplate-Stein im Gussdingens zu haben. Dieser Tube, der ist bei allen immer so angeschrägt. Oder hat das irgendeinen Sinn? Ist das für irgendwas gut? Kann mir da irgendeiner was zu sagen? Der erste Bauabschnitt ist fertig, hat uns so weit gebracht und wir können langsam abschätzen, wie groß das Ganze wird. Bauanleitung wie gewohnt, ausgegraut, was schon gebaut ist und der Rest in Vollfarbe. Ja, man kann jetzt so langsam abschätzen, dass das nicht ganz klein wird. Ja, also das hat schon eine gewisse Größe, muss man Platz hinterher für haben, um es zu stellen. Der Bau an sich war relativ unaufgeregt, durch die Größe halt. Wiederholt sich natürlich vieles. Es wird viel mit Plates und Steinen im Wechsel gebaut, um das Ganze stabil zu machen. Und von daher, ja, und dann halt mit den Baurichtungsumkehren. Dann haben wir hier die verschiedenen Tüten des zweiten Bauabschnittbeutels. 12 Tütchen waren da drin. Farblich wieder ganz unspektakulär. Eigentlich das, was wir schon hatten. Und man sieht halt auch hier, wenn man mal auf die Verpackung guckt, da kommt auch nichts Aufregendes farbig mehr. Also da ist das Grün von den Sitzbezügen die auffälligste Farbe. Das muss man einfach hier an dieser Stelle so sagen. Der zweite Bauabschnitt wird im Endeffekt wohl wieder nochmal das gleiche bringen wie der erste, weil wir brauchen ja noch ein bisschen mehr Breite. Von daher wird es jetzt hier in der Art mit den Teilen und so weitergehen, um hinterher mit der Bauumkehr hier die Panzerwanne in die volle Breite zu bringen. Ich melde mich dann, wenn was Interessantes passiert oder wenn der Baustep vorbei ist. Ja, wie zu erwarten war der zweite Bauabschnitt sehr ähnlich zum ersten. Wir haben jetzt 2 Teile hier von der Panzerwanne, die müssen wir jetzt zusammen machen
Und das hat ja immer Potenzial für Desaster. Deswegen jetzt mal hier freihändig und wir versuchen das hier mal so zusammenzudrücken, ohne da. Oh, Moment, die Kamera. So. Und na, da gibt schon. Okay. Aber es passiert wenigstens hier bei dem Modell an sich nichts. So, ich glaube, ich kriege es zusammen ohne großen Unfall. Das wäre ja mal klasse. So. Okay. Ja, damit haben wir hier die Grundfläche von unserer Panzerwanne fertig. Und die Tüten für den dritten Bauabschnitt liegen auch schon hier bereit. 9 Stück waren es insgesamt. Damit bauen wir jetzt hier Fliesen drauf und ja, man sieht es hier schon so ein bisschen in der Bauanleitung. Da wird relativ viel gefliest sein. Deswegen auch die ganzen Noppen nach oben. Hier liegt jetzt die Bauabschnittstüte 4 auf den Tellern mit jede Menge solchen Gummistöpsels hier. Bin mal gespannt, wofür die gut sind. Ansonsten sind wir jetzt hier innen drin so weit gekommen. Wir haben den Teil hier gefliest, haben hier so Stabilisatoren, Querträger reingebaut. Hier haben wir unten drunter die Übergänge. Der Wanne ist schon so weit gebaut. Und man kann jetzt so langsam schon mal erahnen, wie verdammt groß das Ding wird. Ne? Also die Länge haben wir hier. Und dann sehen wir auch schon, wie hoch das Ganze wird. Weil das, was wir hier sehen, ist das, was hier hinten hinterher so auf der Höhe ist. Also die Wanne wird ganz schön viel Höhe bekommen. Breit wird das Ganze natürlich jetzt durch die Ketten und das Laufwerk dann nochmal so ein ganzes Stück. Also da braucht man hinterher schon gehörig Platz für im Regal. Das ist mal amtlich. Ich vermute mal, dass das hier schon das wird wahrscheinlich die Federung sein hier. Das sind so Gummiringe. Die werden wahrscheinlich für die Federung sein, dass hier die Laufrollen hinterher gefedert gelagert sind. Ist nur eine Vermutung. Lassen wir uns mal überraschen. Und wieder ist ein Bauabschnitt geschafft und wir haben jetzt hier die Achsen für das Fahrwerk gebaut mit dieser Gummifederung hier, so dass das Ganze hinterher hier über eine gewisse Federung verfügt. Leider sind die Federwege sehr unterschiedlich hier bei der ganzen Geschichte und die Gummis müssen auch erstmal so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, eingelenkt werden. Also die sind relativ starr in ihrer ganzen Geschichte. Außerdem haben wir noch 4 hier von diesen Dingern über. Ich weiß nicht, ob die als Reserve dabei lagen. Vergessen habe ich sie nicht. Ich habe durchgezählt. Mal schauen, ob die vielleicht noch hinterher irgendwie anderswo eingesetzt werden. Und dann haben wir jetzt hier die, ja, ich denke mal Umlenkrollen oder sowas, sagt man dazu. Und einfach mal vom Größenvergleich, hier haben wir einen Königstiger. Ja, das ist schon eine andere Größe, eine andere Welt hier, was wir hier gerade bauen. Das ist schon echt groß. Es ist wirklich so ein ganz meditatives vor sich hin bauen. Das ist nichts Aufregendes, nichts Besonderes. Man baut so vor sich hin und es kommt immer ein bisschen was dabei. Das ist wirklich eine ganz, ganz entspannte Geschichte. Die Bauanleitung ist gut verständlich. Da lässt es sich wirklich sehr gut nachbauen. Ja, und wenn wir jetzt hier die Bauabschnittstüte 5 durchhaben, da haben wir die ersten 2000 oder fast 2000 Teile, 1965 waren es, schon verbaut. Und das merkt man wirklich gar nicht, weil das so ein ganz entspanntes vor sich hin Drömeln hier ist. Ne? Qualität der Steine gewohnt gut. Wobei man hier sieht, die sind nicht so richtig schlüssig. Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe mir eingebildet, oder ich bilde mir ein, dass die früher ein bisschen bündiger saßen bei Kobi. Aber vielleicht ist da auch der Wunsch der Vater des Gedanken. Auf alle Fälle, hier haben wir jetzt schon mal den Bereich, wo hinter der Motor reinkommt. Und hier kommt hinter der Fahrersitz wohl hin. Ja, und haben wir hier die grünen Polster. Das ist jetzt so das Bunteste, was wir bis jetzt hier bei diesem Set mit dabei hatten. Wobei man sagen muss, dass die Farben hier, die man jetzt hier überhaupt bei diesem ganzen Set dabei hat, auch super für Flecktarn oder sowas herhalten könnten. Also hier ist wirklich nichts wirklich Aufregendes an Farben dabei. Hier haben wir jetzt die Halterung für diese Umlenkrollen hier gebaut, wenn sie denn so heißen. Und die werden jetzt hier aufgesetzt und dann hier mit gekontert. Finde ich eine coole Technik. Hier sieht man das schon mal so ein bisschen. Und das ist wirklich das Schöne bei, wenn man was von Kobi baut. Ne? Die haben das ja bei den Schiffen auch schon immer so gehabt. Das geht alles wirklich so richtig schön nahtlos und passend ineinander über. Ne? Man baut hier irgendwelche Teile, die hinterher wirklich absolut gut in das Ganze reinpassen. Und das ist hier auch so. Und schwupps,
haben wir hier diese Rollen fest verbaut. Das wird hier gleich noch überbaut und damit ist das hinterher wirklich richtig stabil. Damit haben wir auch die 5. Tüte im 5. Bauabschnitt hier von unserem ersten Karton, dem ersten Karton von 4 fertig. Und das Ganze hat uns hier so weit gebracht. Und das Ding kriegt schon langsam ein gutes Gewicht. Also der wird hinterher echt ein ganz schöner Brocken. Muss man wahrscheinlich hinterher vorsichtig sein, wenn man ihn trägt. Wobei man sagen muss, dass es alles einen sehr stabilen Eindruck macht. Wir haben jetzt hier den Platz für den Fahrer gebaut. Hier mit den Lenkstangen. Im Endeffekt wird der Panzer ja dadurch gelenkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man halt die Ketten in unterschiedliche Richtungen laufen lassen kann oder eine Kette läuft, die andere steht oder läuft langsamer und die andere schneller und dadurch bewegt sich der Panzer halt in die passende Richtung. Was das hier vorne ist, ich würde sagen ein Motor, um hier den Teil anzutreiben, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil hier ja hinterher auch nochmal ein Motor reinkommt, so wie man das hier so sieht. Hier beim Königstiger hat man ja hinten dann Klappen, wo man den Motor dann auch nochmal drin hat. Einfach mal zum Größenvergleich hier. Da können wir hier den kleinen Königstiger im Mittelbereich parken. Einfach um mal ein Verhältnis dafür zu kriegen, wie groß der hier hinterher wird. Also das wird ein richtig dicker Mops. Und es hat bis jetzt eine Menge Spaß gemacht zu bauen und ich freue mich auch schon auf den zweiten Karton. Der wird allerdings in einem separaten Video kommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das hier mal gerade richtig schön Spaß gemacht, mal wieder so runterzukommen. Einfach nur vor mich hinzubauen. Die letzten Tage waren ja doch sehr ereignisreich und stressig. Und da war das wirklich eine schöne Ablenkung, hier einfach mal entspannt mit Kobi-Steinen wieder was Schönes zu bauen. Ja, schreibt mal unten in die Kommentare rein, würde euch das gute Stück reizen oder sagt ihr völlig bescheuert, 8000 Teile, 600 Euro, Mann, was ich mir da alles für kaufen kann? Oder sagt ihr, ja, das ist genau das, wo ich ewig drauf gewartet habe und ich freue mich schon wie Bolle, mir das Ding endlich zu bestellen oder ich habe mir schon bestellt? Oder sagt ihr, oh ja, ist schön, aber wo zur Hölle soll ich das Ding hinstellen? Wie erkläre ich meiner Frau, dass sie im Schlafzimmer keinen Platz mehr hat, weil der jetzt hier neben mir im Ehebett wohnt? Oder auch die Ehefrau, die den Mann dafür vor die Tür setzen muss, weil kein Platz mehr ist. Oder das Kinderzimmer muss leergeräumt werden. Wie auch immer. Also das Ding wird ein richtiger Mops. Also den kriegt man nicht einfach so in ein normales Regal reingestellt, würde ich mal fast sagen. Wenn man den jetzt sieht, dann noch da hinter das Ding an 70 cm wird der. Irre. Also ein Riesenbrecher. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn dann der zweite Karton kommt. Und dann schauen wir mal, wie weit uns der bringt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Wir hören und sehen uns. Bis bald. Tschüss.